Herzlich willkommen zu unserem neuesten Video. Es hat lange gedauert, aber jetzt sind wir endlich beim dritten und letzten Teil der Windreiter-Reihe. Waren ja 3 zusammengehörige Hefte, 27, 28, 29. In der 28 war eigentlich kein praktischer Part, ihr wisst es, ich habe den von der 27 aufgeteilt. Aber heute geht es wieder um die Bemalung. Wir machen die Windreiter jetzt komplett und es kommen tatsächlich gar nicht so viele Farben dran. Wir haben 6 Modelle vor uns. Und ich würde sagen, wir starten in die Bemalung rein. Vorher aber noch mal kurz der Inhalt und wie immer liken, teilen, abonnieren. Dankeschön, ich wünsche euch viel Spaß. Mittlerweile greife ich wirklich zu verzweifelten Maßnahmen, was die Reflexion auf dem Heft angeht. Wir probieren mal was ganz Neues. Der Raum ist quasi komplett dunkel. Ich habe nur eine Lichtquelle und die ist 1,5 Meter hinter mir an der Decke. Schauen, wie das aussieht. Nichtsdestotrotz, Heft Nummer 29. Ihr wisst es, die Windreiter, endlich der letzte Teil. Heute kommt Farbe an die Modelle. Außerdem geht's... Oh, das glaube ich jetzt nicht. Wirklich, ich lese das jetzt erst, dass es da drin um Komorra geht. Ich habe euch im letzten Heft aus dem Off etwas über die Drukhari und Komorra erzählt. Das tut mir voll leid. Dann schauen wir mal. Also, es geht los mit der Bemalanleitung, wie schon gesagt. Und zwar haben wir Mephiston Red, das werde ich nicht von Hand aufstreichen. Ihr wisst, ich habe eine Sprühdose, die sind auch schon lackiert und getrocknet, damit wir da gleich mit Abaddon Black, Corax White, Lead Belger, Macragge Blue, Nuln Oil und dann nochmal Corax White, es wird direkt schon neu geschichtet, in die Bemalung starten können. Und am Ende wird geklebt, sehe ich gerade. Das ist interessant, da nehmen wir dann wieder hier den Tamiya Zement. Alright. Ich finde es immer spannend, dass die gar keinen Kleber empfehlen. Citadel hat ja eigenen Kleber, so ist es ja nicht. Okay. Genau, hier wird nochmal gezeigt, genau wie die Grundierung zu sehen ist. Die ist natürlich super gleichmäßig bei mir, weil Sprühdose. Das wird ein kurzer, praktischer Part heute. Dann gucken wir gleich mal, was wir euch aus dem Off erzählen. Jetzt kommt hier alle Info über die Drukhari. Ich glaub's nicht. Hätte ich das gewusst, hätte ich euch das natürlich bei diesem Heft aus dem Off erzählt. Das tut mir voll leid. Wie dem auch sei, es geht jetzt um Eldari 14, Kabale, Kulte und Zirkel. Homunculus habe ich euch alles erzählt. Hekatari hatte ich jetzt nicht drin, habe ich erzählt. Komorra habe ich erzählt. Mal kurz gucken, dass ich keinen Unsinn erzählt habe. Die dunkle Stadt Komorra ist die uralte Heimat der Drukhari und hat schon vor dem Fall existiert. Hier werden viele Verschwörungen erdacht und noch mehr Gewalt und Verkommenheit ausgelebt. In dieser Hölle werden die unglückseligen Gefangenen der Drukhari gebracht, um zur Unterhaltung sowie zur Lebenserhaltung beizutragen. Und da ist auch der gute, ihr erinnert euch an den furchtbaren Namen, Astrobel weckt. Hätte ich mir nicht aus dem Lexikanum nehmen können, da hätte ich auch gleich einfach hier raus vorlesen können. Naja, wie man es macht, man macht es falsch. Aber hier geht es jetzt noch um die hohen Türme, um die Plünderungsflotten. Ich will so eine Barke haben, ich finde die so geil. Um Elindrach, das ist ein Teil von Komorra. Und um die Gladiatoren-Arenen, dazu hatte ich ja auch was gesagt. Und jetzt sind wir schon bei dem Spielpart. Was ist denn hier los? So oder so, es kommen nochmal Grundregeln rein, nämlich die Befehlsphase. Die Kommandeure bewerten den Verlauf der Schlacht, gleichen ihre Ziele an und ändern ihren Schlachtplan, wobei sie mit neuen Taktiken und Strategien aufwarten, um den Feind zu übertrumpfen. Okay. Dann kommt was zur Kampfpatrouille. Und da spielen wir Kampfpatrouille Eldari Schicksalsbrecher. Mit dem Runenprophet, den Schützengardisten, den Windreitern und den Phantomlord. Also zu Deutsch mit allen Eldari, die wir bisher haben. Nur sind die fett weit bemalt im Gegensatz zu meinen. Das ist nur noch einmal... Ah, der Kleber wieder, der Kleber. Wir hassen es. Komm schon. Gott, jedes Mal. Und dann noch so ein schönes Bild auf der Rückseite. Zwillingskatapult, Impulslaser, Schurikenkatapult. Meine Schützengardisten haben ja mehr Bewaffnung, weil ich ein bisschen gecheatet habe beim Zusammenbau, ihr erinnert euch. Aber mir geht es halt ein bisschen um Look einfach. Na, ich wollte ein bisschen Abwechslung drin haben, ihr wisst noch. Deshalb habe ich mir hier auch welche mit Einhandwaffen und Kettenschwertern gebaut. Ich glaube, diese Freiheit darf ich mir rausnehmen. Sorry, meine Uhr steht auf laut. Ich mache mal kurz stumm hier. Die Windreiter sind jetzt hier nochmal erklärt. Und tatsächlich haben wir diesmal nicht nur die Erklärung zur Kampfpatrouille, sondern auch gleich mit ein Szenario, in dem die neuen Einheiten eingesetzt werden. Ich raste aus. Schneller Tod.
als Fähigkeit der Windreiter. Okay. Und Szenario Nummer 20, der Einsatzverband. Die Tyranniden versuchen unaufhörlich, die Eldari zu überrennen, als eine neue Heldentruppe sich aufmacht, sie zurückzutreiben. Ein Einsatzverband von 6 Jetbike-Piloten erscheint auf dem Schlachtfeld. Im Angesicht dieser neuen Herausforderungen schwärmen weitere Tyranniden aus ihren Verstecken und attackieren die Neuankömmlinge. Wir starten mit Windreitern gegen Termaganten. Das sollte ziemlich Kanonenfutter sein, aber der Text lässt ja schon vermuten, dass die Nachschub kriegen. Also hier in dem Heft ist die Klebung wirklich furchtbar. Ihr seht ja, ich mache fast jede Stanzung kaputt hier. Und ich gebe mir alle Mühe, also, aber hallo. Okay. Wie gehabt, Beispielzüge, ein Strategietipp und dann geht es hier weiter mit dem Beispielzug der Tyranniden. Genau, auch nochmal ein Strategietipp für die Tyranniden. Optisch ist das übrigens schön gemacht. Das musste, aha, so stelle ich mir das vor. Und dann wie althergebracht, Sieg Eldari, Sieg Tyranniden. Bisschen Werbung und jetzt gucken wir, was uns noch so erwartet. Ich weiß es ja schon, aber euch überraschen wir jetzt mal. Also, im nächsten Heft, hier liegt es schon, gibt es 2 neue Farben, nämlich Mechanical Standard Grey und Agrax Earthshade. Soll heißen, es wird wieder ganz viel nachgebessert und gewascht. Und im übernächsten Heft, in der 31, sind unsere ersten Chaos-Truppen drin, nämlich der dunkle Apostel von den Chaos Space Marines. Der dunkle Apostel und 2 dunkle Jünger. Richtig Bock drauf, aber erst werden jetzt unsere Jetbikes bemalt. Ich wünsche euch viel Spaß. Alright, also während ich hier im Hintergrund unser Probemodell bepinsle, habe ich mir überlegt, ich erzähle euch was zu den Warp-Spinnen. Dazu haben wir tatsächlich keine Modelle, ich hoffe, das ist okay. Aber das ist eine der wenigen Eldar-Einheiten, die ich tatsächlich kenne. Zu den Farben, das ist ganz schnell erklärt, mit Abaddon Black die tiefer liegenden Sachen und die Teile, die nicht aus Metall sind oder nicht rot sind, an den Windreiter-Bikes. Dann mit Leadbelcher ein bisschen hinten das Auspuffrohr. Eigentlich ja auch die Pedale, fällt mir gerade ein. Ja, die Pedale auch, genau. Corax White auf den Helm. Das Ganze wird dann einmal mit Nullen-Oil gewascht, dann nochmal Corax White drüber. Und ihr müsst dran denken, dass ihr die Augen von den Kollegen in Macragge Blue macht. Das sollte es eigentlich schon gewesen sein. Dann werden sie auf ihre Stütze geklebt und fertig. Es wird ein Special-Video geben, wo ich die anderen bemale. Gut. Nun aber zu den Warp-Spinnen. Das ist eine Art von Aspektkrieger, also eine Art von Eldari-Krieger, die sich ihrem gefallenen Kriegskorps Kellermensch Kane verschrieben haben. Wenn ich mich recht erinnere, das habe ich so ehrlich gesagt nicht im Lexikanum erst drin gehabt, aber ich glaube, das war so. Und ihre Krieger sind immer in kleinen Trupps unterwegs. Das sind dann keine 100-Mann-Truppen, das sind erst auf 5 bis 10. Und die werden von einem sogenannten Exarchen angeführt. Bewaffnet sind die eigentlich sehr unterschiedlich, aber meistens eben mit ihren typischen Rathbone-Waffen, dazu sogenannte Infinity Circuits, und sie haben zusätzlich ein Sprungmodul auf dem Rücken. Das ist das Wichtige eigentlich an ihnen, denn die Warp-Spinnen können sich quasi im Augenblick teleportieren, indem sie kurz in den Warp reinspringen und dann an einer anderen Stelle beinahe ohne Zeitverzögerung wieder heraushopsen und Gegner also aus allen Richtungen ultraschnell angreifen und behaken können. Das war furchtbar ätzend in Dawn of War, wenn die angegriffen haben und plötzlich durch die Gegend geploppt sind. Und genau. Das Problem ist, die Warp-Spinnen, die zählen deshalb als die mutigsten Krieger oder mit die mutigsten Krieger der Eldar, weil sie eben den Warp betreten. Ihr wisst, der Warp in Warhammer ist quasi die Hölle. Und auch wenn die dort nur ein paar Sekunden am Start sind, ist es, glaube ich, alles andere als angenehm, da mal kurz durchzuflitzen. Vor allem, wenn das dein Job ist und du das quasi täglich machst. Wie schon gesagt, dieser Jump-Generator, dieser Sprunggenerator auf ihrem Rücken ermöglicht ihnen eben dieses Springen. Ich lese hier im Lexikanum, dass sie normalerweise eine Ritualwaffe, den Death Spinner, keine Ahnung, wie der deutsche Name dazu ist, mit sich tragen und dass dieses Teil Monofilament verschießt. Klingt nach 3D-Druck, ist aber wohl relativ tödlich und kann Fleisch und Knochen zerteilen und Gulasch aus dem Gegner machen. Die Rüstung ist wie bei den anderen auch hier rot-schwarz gehalten. Ihr seht es ja, wie ich sie bemale. Quatsch, das sind keine Warp-Spinnen, aber in dem rot-schwarz wie die anderen Krieger gehalten. Nur, dass sie noch mehr Schutzzeichen angebracht haben, die sie eben bei ihren kleinen Ausflügen
durch die Hölle verteidigen sollen gegen Dämonen und allerlei Gezücht, das da herumkreucht. Ich habe vorhin das Wort Exarchen erwähnt. Das würde ich euch abschließend gern noch einmal erklären. Das sind quasi Elder, die sich dauerhaft als Krieger verschrieben haben. Normalerweise sind ja alle Elder Krieger, also sprich, die haben ihre normalen Jobs, tun ihre normalen Dinge, die ein Elder so tut den ganzen Tag lang. Wenn aber irgendwo Zoff ist, schnappen sie sich ihre Waffen und ziehen los. Außer Exarchen, die sind immer Soldaten. Das ist gar nicht mal so üblich bei Elder. Und ihre Rüstungen sind ein bisschen verbessert, nämlich dadurch, dass die Seelen anderer, früherer Exarchen in diesen Rüstungen stecken. Die Träger können dann quasi mit ihren Vorgängern kommunizieren und deren Wissen und eben ihre taktische Erfahrung im Krieg nutzen. Aber sogar ihre psionische Kraft ein bisschen anzapfen. Daher sind es die Exarchen, die eben diese Trupps der Warpspinnen anführen. Okay, wir haben es geschafft. Ich habe mal wieder zu wenig Zeit, denn ich kann ausnahmsweise mal nicht Samstag, Sonntag noch am Video arbeiten. Von daher verzeiht mir bitte, dass ich nur einen Gleiter bemalt habe, aber ich dachte, dann habt ihr wenigstens einmal alles durchexerziert. In den nächsten Wochen wird mal einmal keine Ausgabe erscheinen, sondern ich habe mir überlegt, ich produziere ein Bonusvideo, in dem ich mal aufhole und die ganzen Minis, die hier noch liegen, bei denen verschiedene Steps fehlen, alle auf den neuesten Stand bringe, sodass wir einmal mit allem genau da sind, wo die Hefte aktuell sind. Falls ihr da Bock drauf habt, bleibt dran. Ich weiß nicht, ob ich die nächste Ausgabe damit ersetze oder die übernächste. Mal schauen. Ansonsten, das Bemalen hat Spaß gemacht. Bei denen ist es wirklich super leicht. Die sind sauschnell gemacht. Das Ergebnis sieht wirklich gut aus, finde ich. Sind echt coole Modelle. Und dank Tamiya Zement halten sie auch echt gut auf den Stiften hier. Im nächsten Heft geht es dann um 2 neue Schattierungen. Und ich kündige ja immer so ein bisschen an, was an Videos noch alles kommt. Demnächst wird ein Video zu meinem Werkstattumbau kommen, da bin ich gerade dran. Außerdem habe ich mittlerweile so die Hälfte zu den ganzen Specials. Ich habe 4, 5 verschiedene Specials, die ich halb gedreht habe. Wir arbeiten dran. Mein Plan ist, dass vorerst unregelmäßig mittwochs ein Video kommt, das nicht direkt Warhammer oder zumindest nicht die Combat Patrol Reihe ist. Das können mal die Special-Figuren, die Premium-Inhalte sein. Das kann aber auch mein Werkstattumbau sein. Oder wir machen irgendwas, was ich hier aus dem 3D-Drucker hole. Ich werde euch vielleicht noch mal den Etsy-Shop verlinken. Immerhin, die Würfeltürme sind jetzt drin. Es kommen noch 5 andere Würfeltürme rein, es kommen Würfelboxen rein und meine Sachen aus dem Lasercutter werde ich auch demnächst mal online stellen. Ich arbeite dran, ich hoffe, euch gefällt es nach wie vor und ich kann euch ein bisschen auf dem Laufenden halten über das, was ich so treibe. Dann bleibt mir nur noch zu sagen, danke fürs Reinschauen und liken, teilen, abonnieren. Schaut auch gerne mal auf Twitch vorbei. Ich wünsche euch was.